Hallo zusammen, heute zeige ich Ihnen eine Strategie, die mir geholfen hat, meinen Office-Job zu vergessen und von überall auf der Welt Geld zu verdienen. Sie sehen sich also meine Videos an, kopieren meine Geschäfte, möchten aber trotzdem mehr verdienen. Exklusiv für solchen ambitionierten Händlern habe ich einen Telegram-Kanal erstellt. Dort gibt es regelmäßige Handelssignale mit einem Gewinnrate von über 83%. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung, handeln Sie gemäß meinen Signalen und verdienen Sie gemeinsam mit mir Geld. Hallo zusammen, Sie haben sicher schon nach einer Möglichkeit gesucht, im Internet Geld zu verdienen, bei der Sie nicht viel Zeit aufwenden müssen und gleichzeitig ein gutes, stabiles Einkommen haben. Ich kann Ihnen den Handel mit binären Optionen anbieten. Im Handel wurde schon vor langer Zeit eine große Anzahl von Strategien erfunden, für die Anwender sich nicht viel Erfahrung im Handel benötigen. Heute werde ich Ihnen eine Strategie zeigen, die absolut jeder verstehen kann und mit der jeder von Ihnen heute beginnen wird, stabiles Geld mit dem Handel zu verdienen. Also zu Beginn müssen Sie sich auf der Handelsplattform registrieren. Der Link dazu wird in der Beschreibung sein. Also registrieren Sie sich und machen Sie es mir nach. Nun, wir müssen auch unser Konto auffüllen. Gehen wir dazu in den Bereich Finanzen und klicken wir auf Einzahlung. Hier werden wir mit einer großen Anzahl von Optionen für die Einzahlung präsentiert. Für mich die Backend ist Kryptowährung. Dann schreiben wir den Betrag unserer Einzahlung, für mich $100 und ich habe einen Promocode für Sie, die plus 50% auf Ihre Einzahlung gibt. Um es zu bekommen, schreiben Sie mir auf den Link aus der Beschreibung, in der Beschreibung und um es zu aktivieren, müssen wir hier klicken und dann den Promocode eingeben. Klicken wir weiter. Jetzt zahlen wir für die Anbindung und warten auf die Mittel, wo die geschrieben werden. Es hat also buchstäblich 5 Minuten oder so gedauert und das Geld ist bereits auf mein Konto gut geschrieben worden. Lassen Sie uns nun unseren Zeitplan einrichten. Gehen Sie zunächst auf diese Registerkarte und wählen Sie den Kassengrafikzug und einen 15 Sekunden Zeitraum aus. Fügen wir einen Indikator hinzu, mit dem wir heute Geld verdienen können. Gehen wir in den Bereich Indikatoren und fügen den Moving Average hinzu. Klicken wir zweimal darauf und konfigurieren wir nun den Indikator. Nehmen wir die erste Zeile. Hier stellen wir die Periode 11 ein. Der Typus EMA. Klicken auf Speichern. In der zweiten Zeile stellen wir die Periode 56 ein und setzen auch das EMA. Auf Speichern. Um den Indikator noch deutlicher zu machen, fügen wir in einen der Zeilen der zweiten Zeile eine andere Farbe hinzu. Nun wollen wir sehen, wie wir damit arbeiten können. In diesem Indikator sehen wir also zwei Linien. Die erste Linie, die ich mit weißer Farbe markiert habe, ist länger. Sie sagt uns etwas über die allgemeine Preisbewegung. Befindet sich diese Linie am unteren Rand des Grafiks, ist die allgemeine Trendbewegung nach oben gerichtet. Befindet sie sich am oberen Rand der Grafik, dann ist die allgemeine Bewegung nach unten gerichtet. Die zweite Linie verfolgt jeden Tick auf der Grafik und ist schneller als die vorherige Linie. Unsere Aufgabe ist es, die Überkreuzungen zu betrachten. Diese Überkreuzungen geben uns Aufschluss über die Trendänderung. Schauen wir uns also diesen Punkt an. Also, hier kreuzt eine schnellere Linie eine langsamere Linie von oben nach unten. Hier. Das sagt uns, dass der Trend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend wechselt. Und schauen wir uns auch den nächsten Moment an. Also hier, diesen Moment. In diesem Moment kreuzt die schnellere Linie die längere Linie von unten nach oben. Dies deutet auf einen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hin. Und an diesem Punkt würden wir einen Handel nach oben eröffnen. Wie Sie sehen können, hat sich dies in der Vergangenheit sehr bewährt. Kommen wir nun zur Handelssitzung. Dabei werde ich Ihnen auch einige Tipps geben, die diese Strategie verbessern werden. Ich setze den ersten Kreuzung. Ich eröffne ein Geschäft für 30 Sekunden mit $50 aufwärts. Erstens sehen wir hier eine Kreuzung.
weiter die schnellere Linie, die längere Linie von unten nach oben kreuzt. Dies zeigt uns, dass der Trend von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend wechselt. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. Und während ich das erklärte, schließt unser Handel also im Plus ab. So werden wir in etwa vorgehen. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Kreuzung zu finden. In den nächsten Geschäft werde ich Ihnen auch bestimmte Kriterien geben, die Ihre Probabilität in den Geschäften verbessern werden. Also während ich nach der Situation suche, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen wichtigen Punkt lenken. Also, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Bild wie dieses lenken. In diesem Bild haben wir eine gewisse Akkumulation im Preis und er bewegt sich sehr stark von einer Seite zu anderen. Und während wir dieses Bild sehen, können wir auch einen Blick auf den Indikator werfen und er gibt eine Menge nicht funktionierenden Signale aus. Deshalb lautet der Ratschlag, dass Sie nur dann Geschäfte eröffnen sollten, wenn Sie einen bestimmten Trend sehen. Zum Beispiel sehen wir hier in diesem Moment einen eindeutigen Abwärtstrend und dieses Signal hat sich, wie wir sehen können, wirklich gut ausgearbeitet. Wenn ich also ein neues Aufwärtssignal sehe, eröffne ich einen Handel für 30 Sekunden. In dieser Situation sehen wir also eine Kreuzung, bei dem die kurzfristige Linie die langfristige Linie von unten nach oben kreuzt. Zweitens schauen wir uns die vergangenen Signale an und wie sie funktioniert haben. Also schauen wir uns dieses Signal hier an. Es besagte, dass der Preis fallen würde und der Preis fiel tatsächlich. Dieses Signal besagte, dass der Preis steigen würde und der Preis stieg auch. Und unser Handel wird übrigens erfolgreich im Plus abgeschlossen. Bei dieser Strategie haben wir 3 Kriterien für die Eröffnung eines Handels. Das erste Kriterium ist die Suche nach Überkreuzungen. Das zweite Kriterium, zu sehen, wie diese Überkreuzungen in der Vergangenheit funktioniert haben. Und das dritte Kriterium ist, dass wir nicht eine Seitwärtsbewegung oder eine Art von Akkumulation handeln. Also, ich sehe ein anderes Signal. Ich eröffne einen 30 Sekunden Abwärtshandel. Schauen wir uns die vorherigen Signale an. Also, hier war das Signal aufwärts gerichtet, der Kurs ist tatsächlich gestiegen. Hier war das Signal aufwärts, der Kurs stieg ebenfalls an. Und hier war das Signal ebenfalls abwärts gerichtet und der Kurs ging nach unten. Hier haben wir eine Kreuzung, die anzeigt, dass der Preis fallen wird. Sehen Sie, was für eine großartige Bewegung wir am Ende einfangen konnten. Wir nehmen unseren nächsten Gewinn mit. Wie wir sehen, besteht unsere gesamte Strategie darin, erstens nach dem letzten Kreuzung zu suchen und zweitens die letzte Kreuzung zu überprüfen, ob sie funktioniert haben, wie gut sie funktionieren haben. Im Grunde genommen schauen wir uns die letzten 2 bis 3 Kreuzungen an. Ist also eine Kreuzung und eröffnet ein Geschäft nach oben. In dieser Situation sehe ich eine Kreuzung, bei dem die kurzfristige Linie die langfristige Linie von unten nach oben kreuzt. Dies deutet auf einen Trendwechsel von abwärts zu aufwärts in diesem Segment hin. Schauen wir uns die letzten beiden Signale an. Also, dieses Signal sagte uns, dass es aufwärts geht und der Preis stieg. Dieses Signal sagte uns, dass wir abwärts gehen sollten und der Kurs ist tatsächlich gesunken. Der Handel ist also im positiven Bereich, das ist großartig. Wie Sie sehen können, konnte ich mit dieser Strategie meine Einlage mit 4 Geschäften deutlich erhöhen. Das ist definitiv ein großartiges Ergebnis. Super. Aber es gibt noch eine andere, einfachere Möglichkeit, mit mehreren Optionen Geld zu verdienen. Sie wird Copy Trading genannt. Dabei kopieren Sie automatisch meine Geschäfte und verdienen mit mir, ohne Zeit für den Handel auszuwenden. Ich habe mehr darüber in meinem Telegram-Kanal unter dem Link in der Beschreibung erzählt. Also, nun, das ist das Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüssi.